Das war sehr, sehr gut, sehr positiv auch. Ich hatte auch ein bisschen Druck in diesem Moment. Wir brauchen die Zuschauer. Erstes Bundesligaspiel, volle Hütte und gleich der erste Sieg. Besser jetzt gar nicht losgehen können für unseren BVB. Und damit begrüße ich euch alle zu unserem Spieltagsrückblick hier aus Dortmund-Brakel. Ja, wir starten auch mit dem Deckel drauf wieder in die neue Saison, wie ihr das kennt, mit einem Interview. Thomas Meunier war vorhin bei uns und der hatte gestern eine Premiere gefeiert, die viele vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Zettel hatten. Beginnen wollen wir aber, wie ihr das kennt, mit Boris und Nobby und mal reinhören, wie die beiden den Siegtreffer in der 10. Minute kommentiert haben. Auf geht's, erster Spieltag, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Kann Chu den Ball behaupten? Nein, wird ein bisschen weggeblockt, aber da geht schon wieder. Moukoko! Ist der Ball im Tor? Tor! 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 Wer ist der Torschütze? Karim Adeyemi! Karim Adeyemi! Ja, das war wirklich nicht so einfach, das gleich zu erkennen, wer den Ball denn jetzt über die Linie gedrückt hat. Nobby hat sich in der Halbzeit dann auch nochmal korrigiert, denn es war Marco Reus. Sein 145. Bundesligator, sein 59. zum 1:0. Für unseren Capitano war das gestern das x-te Spiel im vollen Signal Iduna Park. Für Cheftrainer Edin Terzic dagegen das erste. Und bei der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde er mal gefragt, wie sich das denn jetzt im Coaching verändert hat, wenn es laut ist. Ja, es ist schwer. Ich glaube, man hört es auch. Die Stimme ist so ein bisschen weg. Aber es macht trotzdem viel, viel mehr Spaß, vor vollem Haus zu spielen. Das hat man auch gemerkt. Es war sehr wichtig, auch für unsere Neuzugänge heute diese Emotionen zu spüren. Ich glaube halt einfach, dass dieses Stadion dann in der Lage ist, uns zu helfen, diesen Ball, der dann heute so ein bisschen glücklicher über die Linie gedrückt wurde, nochmal gemeinsam mit 80.000 über die Linie zu drücken und das Tor dann auch nochmal zu verteidigen mit 80.000 im Rücken. Das hat uns geholfen, das hat heute vielleicht diese paar Prozent, die in der letzten Zeit gefehlt haben, rauszukitzeln. Darüber sind wir sehr glücklich. 81.365 Zuschauer, so viele waren es noch nie, wenn Thomas Meunier für den BVB auf dem Platz stand. Gestern also endlich die Premiere für ihn im ausverkauften Signal Iduna Park in Schwarz-Gelb. Und wie er das erlebt hat, hat er mir vorhin im Interview nochmal erzählt. Du hast lange darauf gewartet. Ja, hast immer gesagt, das war ein Grund, weshalb du hierher gekommen bist. Wie war es denn jetzt? Ja, das ist meine dritte Saison hier in Dortmund mit Covid und auch Verletzung. Letzte Saison, das war ein bisschen schwer, hier zu sein ohne Zuschauer. Aber das war sehr, sehr gut. Sehr positiv auch, ein schöner Sieg. Aber die Stimmung ist immer gut, selbst mit 40.000, das ist schon viel. Ich war sehr, sehr fokussiert auf mein Spiel. Der Sieg war die wichtigste. Das war nur ein positiver Tag für mich. Ich hoffe, andere Tag wie gestern. War es so, wie es du dir vorgestellt hast? Ich habe mit Paris hier gespielt gegen Dortmund und die Stimmung war unglaublich. Gestern, das war ein Vollstadion, aber die Stimmung war gut, aber nicht unglaublich. Und ich erwarte jetzt noch viel mehr Positivität und viel mehr Stimmung und laute Zuschauer für die nächste Spiel. Warst du ein bisschen aufgeregt? Ja. Ich hatte auch ein bisschen Druck, du weißt, aber positiver Druck. Ich hatte keine Angst, das war nur viel Spaß in meinem Körper, in meinem Kopf. Ich fühlte da sein gestern und das war auch mein Spiel, unser Spiel. Das war nicht perfekt, aber das war doch gut. Kann man sich da gleich fokussieren, also konzentriert sein? Ja. Oder lässt man das so ein bisschen auch auf sich wirken, diese Stimmung? Ich denke, wir starten das Spiel, ein Spiel in allgemein, immer mit Fokus und konzentriert. Aber die Stimmung kann uns helfen, wenn das schwieriger wird. Und zum Beispiel in die zweite Halbe, das war schwieriger. Und
in diesem Moment brauchen wir die Zuschauer und die Stimmung und viel laut. Nur sagen, auf geht's. Sie können vorgehen, sie können alles geben. Wir sind da auch. Wir sind die zweite Mann. Und das ist, was wir brauchen, wenn wir in einer schweren Situation sind. Lasst uns noch kurz über das Spiel an sich sprechen. 1:0, am Ende sicher auch etwas glücklich gewonnen. Warum haben wir am Ende das Spiel gewonnen? Weil wir haben gekämpft bis am Ende das Spiel. Das war eine sehr gute Mannschaft. Unsere Gegenstände, wir kennen auch Bayer Leverkusen, sie haben sehr, sehr gute Spieler, sehr viele Qualität und sie haben es gezeigt. Und Gregor hat 2 Chancen sehr gut gestoppt, auch die 2 Tore, die mit Abseits wäre cancelled. Wir haben alles gemacht, um die 3 Punkte zu holen. Und das war nicht nur, wir müssen 1, 2, 3, 4 Tore machen. Nein. Ich denke, dass viele Supporters denken, dass wir jeden Spiel 4 Tore können machen. Aber das ist nicht so. Es gibt 2 Mannschaften, das ist nicht immer so einfach. Das ist keine Show, das ist echt seriöses Spiel. Und 1:0 zu Hause gegen Bayern ist für mich ein sehr gutes Ergebnis. Letzte Frage. Ja. In der ersten Halbzeit hat man, glaube ich, gesehen, was möglich ist, auf was man sich freuen kann. In der zweiten Halbzeit sicher auch, woran ihr noch arbeiten müsst. Ja. Was ist das genau? Wir starten immer, wenn wir die 2 Spiele, das wir gespielt haben, im Bad Ragaz gegen Valencia und Villarreal, das war immer das Gleiche. Erste Halbzeit sehr, sehr, sehr gut und zweite viel minder. Und das war noch das Gleiche gestern. Ich denke, dass wir müssen ein bisschen mehr konstant sein. Und wenn wir Druck machen, müssen wir konstant Druck machen. Das ist nicht nur 5 Minuten und danach nichts mehr. Wir haben die Qualität, um das zu machen. Und es gibt immer einen Gegenständer, okay, aber wir spielen in Dortmund. Das ist auch ein großer Unterschied. Und wie das Score war 1:0. Wir müssen zeigen, dass wir die Meister sind in Dortmund. Und mit Premieren geht es am Freitagabend direkt weiter für den BVB. Dann spielt Borussia Dortmund zum allerersten Mal im neuen Stadion des SC Freiburg. Anpfiff um 20:30 Uhr. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Tschüss aus Dortmund.